Hallo und herzlich willkommen bei Umarex TV. Wie viele von euch sicherlich mitbekommen haben, haben wir letztes Jahr den HDR 50 im Kaliber 50, sprich den Home Defense Revolver, auf den Markt gebracht. Und wir wollten natürlich im Folgejahr nochmal einen drauflegen, haben uns Gedanken gemacht, wie wir das am besten realisieren. Auf der IWA haben wir euch die Waffe schon vorgestellt. Jetzt haben wir im Nachgang nochmal ein detaillierteres Video für die, die es nicht mitgekriegt haben. Und zwar dreht sich es heute um die HDS 68. Viel Spaß! Die HDS 68 ist, wie der Name bereits vermuten lässt, eine Home Defense Shotgun. Wie man sehen kann, ist die ganze Geschichte zweiläufig. Man kann einmal den linken Lauf abfeuern, einmal den rechten oder beide zeitgleich. Das zeigen wir euch gleich im Detail. Kommen wir erstmal auf den Lieferumfang zu sprechen. Die HDS 68 wird, so wie wir sie hier sehen, einmal ausgeliefert. Wir brauchen keine separaten Magazine. Das heißt, die Rubberballs oder welche Munition nachher auch immer verschossen wird, wird direkt in den Lauf platziert und kann dann direkt verschossen werden. Da kommen wir aber nochmal drauf zu sprechen. Mitgeliefert wird ein Innensechskantschlüssel. Wofür wir den benötigen, zeige ich euch jetzt. Die HDS 68 ist ausgestattet mit dem bewährten Emergency Anstichsystem. Wie das funktioniert, wollen wir einmal kurz drauf zu sprechen kommen. Schrauben einmal den Anstich raus. Dann nehmen wir uns so eine 12 Gramm CO2-Kartusche, stecken die mit dem Kopf nach oben quasi in den Griff, schrauben das Ganze zu. Und jetzt ist das System allerdings noch nicht einsatzfähig. Das heißt, ich kann die Waffe nun so lagern. Sie ist nicht schussbereit und erst in dem Moment, wo ich sie tatsächlich brauche, haue ich hier unten einmal drauf. Dann kommt hier im Prinzip der kleine Indikator raus, der uns zeigt, dass das System unter Druck steht. Und dann kann ich die Waffe verwenden. Hat den ganz einfachen Vorteil, ich muss sie nicht unter Druck lagern. Sprich, ich gehe nicht das Risiko ein, dass das System undicht ist in dem Moment, wo ich es dann tatsächlich brauche, weil die Lagerung einer unter Druck stehenden CO2-Waffe zwangsläufig immer dazu führt, dass das System irgendwann undicht wird, weil das CO2 sich seinen Weg nach draußen sucht und ihn auch irgendwann findet. Die HDS 68 hat an dieser Stelle keine separate Sicherung. Das wird über die Züngelsicherung am Abzug gelöst. Das heißt letzten Endes, wir haben hier den Abzugsbügel. Wenn wir hier dran ziehen, tut sich nichts. Erst wenn wir den Finger vollflächig auflegen und dann ziehen, ist die Waffe auch tatsächlich dazu in der Lage, einen Schuss auszulösen. Wie bereits erwähnt, brauchen wir bei dem System kein separates Magazin. Das heißt, wir ziehen hier unten einmal an diesem kleinen Hebel, dann springt der Lauf auf und wir haben die Möglichkeit, die Geschosse direkt im Lauf zu platzieren. Dann klappen wir die ganze Geschichte wieder zu und sind somit im Prinzip einsatzbereit. Um das System unter Druck zu bringen, hauen wir jetzt, wie gesagt, hier einmal unten drauf. Dann kommt hier der kleine Indikator raus. Anhand dieser roten Fahne sieht man, das System steht unter Druck und jetzt kann geschossen werden. Hier haben wir eine Walze. Diese Walze sagt im Prinzip, hier, wenn wir die auf der Stellung haben, schießen wir den linken Lauf. Hier schießen wir den rechten und so feuern wir beide Läufe gleichzeitig ab. Hier gilt es zu erwähnen, wenn wir jeweils einen einzelnen Lauf abfeuern, kommen wir tatsächlich auf die 7,5 Joule. Aufgrund der Natur der Sache, wenn wir hier quasi einen doppelläufigen Schuss abgeben, verringert sich die Energie natürlich dementsprechend. Bevor wir auf den Schießstand gegangen sind, haben wir das System selbstverständlich nochmal entladen, eine neue Kapsel reingefüllt. Das heißt, wir machen die Waffe erstmal wieder einsatzbereit. Der Pin guckt hier raus, dann öffnen wir den Lauf, schieben hier zwei Rubberballs rein. Und bevor wir das System jetzt schließen, Safety First natürlich, Sicherheitsbrille aufsetzen, Lauf verschließen, dann schießen wir jetzt einmal abwechselnd aus dem linken, aus dem rechten Lauf und danach direkt 2 Schuss. Schalten wir mittig. Zurück vom Schießstand kommen wir jetzt endlich auf den Innensechskantschlüssel zu sprechen, der mitgeliefert wird. Wir müssen die CO2-Kapsel natürlich irgendwie wieder aus dem System rauskriegen. Das ist immer ein bisschen schwierig, wenn das System unter Druck steht. Dementsprechend müssen wir euch an der Stelle erstmal bitten, hier diesen Pin, soweit es geht, reinzudrücken. Da könnt ihr den auch schon zur Hilfe nehmen und das System ein bisschen zu entlüften. So, wenn die CO2-Kapsel sich jetzt wieder akklimatisiert, dann kommt der Pin nochmal hoch, aber hier ist nicht mehr viel Druck drauf und im Regelfall
kriegt ihr die Schraube hier ziemlich schlecht runter. Das heißt, letzten Endes, wir setzen den Innensechskant an, schrauben die ganze Einheit einfach raus und können dann die CO2-Kapsel entnehmen. Nachdem wir nun die grundlegenden Funktionen der Waffe einmal diskutiert haben, haben wir hier noch ein wichtiges Feature, das wir nicht vergessen sollten. Wir haben hier eine 22 mm Rail, die uns die Möglichkeit gibt, zum Beispiel einen Frontgriff zu montieren, einfach um die Waffe nochmal ein bisschen führiger zu machen. In den Ländern, wie zum Beispiel Österreich, wo es erlaubt wäre, können wir hier natürlich auch eine Taschenlampe oder einen Ziellaser anbringen, der aber nicht notwendig ist, da man hier schon sehr intuitiv zielen und feuern kann. Selbstverständlich gibt es für die HDS 68 nicht nur die Rubberballs als Munition. Hier gibt es eine ganze Menge mehr. Das haben wir aber in einem separaten Video, das ihr in unserer Playlist gerne einmal angucken könnt. Da wird auf die einzelnen Munitionssorten, auf die Vor- und Nachteile eingegangen. Alles in allem ist die HDS 68 auf jeden Fall ein richtiges Spaßgerät. Man muss sagen, es dient eben nicht nur der Heimverteidigung, man kann auch echt Spaß damit haben. Und ich für meinen Teil, ich habe ja damals beim HDR 50 schon zugeschlagen und ich finde, an sich, rein optisch, ist es eine mega Ergänzung. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben da lasst, den Kanal abonniert. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.